So, also für alle, die jetzt diese schöne Tachowelle gekauft haben, gibt es jetzt hier die Einbauanleitung. Wir werden besprechen, wie wir die neu einbauen. Wir werden besprechen, wie wir die alte Tachowelle ausbauen, worauf wir achten müssen, was für Besonderheiten auch die neue Tachowelle hat. Und das alles hier anhand eines Renault 19 16V Modells. Genau, aber als erstes packen wir jetzt erstmal zusammen die Tachowelle aus. Die ist jetzt exakt so, wie ihr sie dann bekommt. Hier ist schon mal ein Vermerk für die Einbauanleitung drin, den legen wir jetzt erstmal weg. Ansonsten habt ihr aber hier einen QR-Code, darauf könnt ihr das dann scannen. Wir packen die jetzt mal gemeinsam aus. So, jedenfalls, das ist jetzt die Tachowelle, so wie ihr sie bekommt. Die ist spezifisch für Renault 19. Für die anderen Modelle wie Clio, R21 und wie auch immer ist der Aufbau immer gleich. Allerdings ist der Stecker meistens anders, die Länge natürlich und die Anschlüsse. Aber der grundlegende Ein- und Ausbau ist immer identisch. Ganz kurz noch, warum ist hier sowas Rotes drauf? Ganz einfach. Das ist einfach eine Schutzkappe, weil ihr bekommt die Tachowelle bereits schon gefettet, damit das euch nicht festrostet im Getriebe. Und damit sich das jetzt hier alles nicht so verschmiert, ist hier eine Kappe erstmal drauf. Auch, dass da jetzt kein Dreck reinkommt. Ansonsten zu der Besonderheit von diesen neuen Tachowellen ist, dass die eine integrierte Diagnosefunktion haben. Ihr habt hier 2 LEDs und die zeigen euch einmal an, ob die Tachowelle mit Spannung versorgt wird und zweitens, ob sie sich dreht und ob der Sensor die Impulse zählt. Das kann ich mal schnell demonstrieren. Ich habe hier einfach eine kleine Batterie, die reicht zum Testen. Ich schließe das jetzt mal an. So, und dann seht ihr jetzt hier schon 2 Lampen. Mach mal die Kappe schnell auf. So, und wenn ich jetzt hier drehe, könnt ihr sehen, wie die rote Lampe blinkt und die Impulse zählt. Das hat den großen Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel die Tachowelle eingebaut hat und nicht weiß, ob die sich dreht, ob das Getriebe die Tachowelle antreibt, kann man das hier dran direkt sehen. Man schiebt das Auto dann einfach ein bisschen vor und zurück. Das ist auch noch schön zu sehen, ob überhaupt der Sensor funktioniert, die Impulse zählt und ans Steuergerät sendet. Genau, die grüne LED ist wie gesagt einfach nur dafür da, dass das mit Spannung versorgt wird. Es kann nämlich passieren, dass euer Stecker einen Wackelkontakt hat oder irgendwas anderes ist und eure Tachowelle gar nicht mit Spannung versorgt wird und dann funktioniert die natürlich auch nicht. Das erstmal grundlegend hierzu. Die packen wir jetzt erstmal kurz beiseite. Ansonsten würde ich jetzt erstmal noch mal ganz schnell darauf eingehen, wie wir die an- und abbauen. Dazu habe ich hier schon mal einen alten Tacho vorbereitet. Das ist hier hinten der Anschluss, wo die Tachowelle raufgeklippt wird. Generell erstmal zu der Montage, ne? Also klar, einfach nehmen und draufstecken. Es kann sein, dass die bei euch klemmt und ihr sie nicht raufbekommt. Das liegt dann aber daran, dass hier innen drinne dieser Mitnehmer auf einer falschen Position steht. Ist ja so ein Vierkant und der muss hier im Tacho mit eingefädelt werden. In dem Fall entweder das Auto ein kurzes Stück vor zurückschieben, falls ihr dieses Ende schon ins Getriebe gesteckt habt, oder das noch nicht getan wurde, was ich euch auch empfehle, dann ist es einfach so, dass man die Tachowelle ein bisschen nimmt, am Kopf wackelt, so ein bisschen dreht und dann kriegt man es eigentlich hin. Aber generell ist der Gedanke, einfach nehmen, raufstecken, es macht Klick und abmachen. Man kann einfach ziehen, ein bisschen drehen und kriegt sie ab. Ihr könnt natürlich auch ein Werkzeug benutzen, ne, je nachdem, wie eng das bei euch ist. Machen wir das wieder mit dem Schraubendreher, gehen am besten hier über eine Schraube oder gehen in dem Fall, nee, hier ist es sogar besser, darüber zu gehen, drehen die so ein bisschen hoch und dann kriegen wir die auch ganz einfach ab. Falls es bei euch ein bisschen schwer raufgeht, was sein kann, weil es einfach Fertigungstoleranzen auch am Tacho geht, könnt ihr hier ein bisschen Fett drauf machen, aber wirklich nur leicht. Ja, es soll kein Fett in die Mechanik vom Tacho gehen. Dann habe ich jetzt für euch noch mal zum Zeigen 2 alte Tachowellen. Es gibt nämlich grundlegend 2 verschiedene Varianten, worauf man beim Ausbau achten muss. Und zwar gibt es einmal die Variante ohne Sensor. Die hat meistens diese Art von Klipse. Das sind so 2 Nasen. Und es gibt die mit Sensor. Also erkennt ihr immer daran, wenn ein Stück Kabel mit dran ist. Und dann sieht der Kopf auch immer so aus. Es ist auch so, dass man die beide unterschiedlich abmachen muss. Also grundlegend ist es so, nicht einfach ziehen, gucken, wo sind die beiden Laschen, drücken und dann kann man die ganz leicht abziehen. So, das ist die eine Variante.
Es gibt aber auch die andere mit diesen beiden Nasen. Und da ist es ein bisschen anders. Die rasten einfach nur ein und entweder man hat jetzt die Kraft und kriegt das abgezogen. Allerdings ist es unterm Armaturenbrett ein bisschen eng. Deswegen kann man dann ganz einfach sich einen großen Schraubendreher nehmen und die dann abhebeln. Das macht man am besten über diese Schrauben, die hier sind. Da kann man nämlich richtig schön hintergehen und zieht diese Tachowelle dann einfach runter. Genau, man kann es auch so seitlich kanten ein bisschen. Rutscht oft manchmal auch ein bisschen weg. Aber das ist die Möglichkeit, womit man die gut abbekommt. Wir bauen jetzt erstmal gemeinsam hier die alte Tachowelle aus, bauen dann danach die neue ein. Und zwar die Tachowelle ist natürlich klar, die befindet sich hier hinterm Armaturenbrett, hinten angesteckt. Und dazu hat man immer hier unten eine Klappe, die man abschrauben kann. Bei mir sieht es jetzt schon ein bisschen wild aus, weil ich habe die schon abgeschraubt. Genau, aber hier sind die beiden Schrauben. Hier ist eine, hier ist die andere. Dann muss man hier den Hebel lösen und dann kann man, übrigens ist da noch die dritte Schraube, fast vergessen. Und dann kann man die Klappe nach unten rausfädeln. Bietet sich dann auch an, gleich das Lenkrad nach oben zu stellen. Dann hat man hier ein bisschen mehr Platz. Und hier ist ja eigentlich immer noch die Blende drin für die Lichtverstellung. Die habe ich aber gerade ausgeschraubt, um hier einfach besser ranzukommen. Das kann man machen, muss man aber in der Regel nicht. Ich habe das aber gemacht, weil ich halt ganz oft daran musste und das war halt immer ein Krampf. Aber ihr müsst das nicht machen, außer wenn ihr nicht weiterkommt. So, und die Tachowelle ist da drinne, da oben. Ich mache mal die Zündung an, dann sieht man sie sogar. So, und das ist natürlich jetzt nicht eine alte Originale, sondern das ist schon eine neue. Aber das ist ja nicht so schlimm, der Ein- und Ausbauprozess ist der gleiche. Deswegen bauen wir die jetzt erstmal aus. Ihr habt hier dann immer den Stecker und der ist jetzt gut zu erreichen, weil das Kabel von der Tachowelle ist länger. Original ist das Kabel sehr kurz, da befindet sich der Stecker da drinne. So, aber als erstes Stecker öffnen. So, dann ist der schon mal weg. Greife ich jetzt da einfach mal schnell an die Tachowelle ran und ziehe die ab. So, ich habe das schon öfter gemacht, deswegen kriege ich das ganz gut auch ohne Werkzeug hin. So, und dann müssen wir die jetzt mal hier rausfädeln, dass die erstmal hier rauskommt. So, die Tachowelle wird dann von der Motorseite in den Innenraum ausgebaut. Das heißt, wir ziehen sie dann quasi in unsere Richtung raus. Dazu müssen wir natürlich noch gleich ans Getriebe. Aber was wir jetzt schon mal von hier machen können, ist mit einem Sprühöl eurer Wahl die Gummidichtung einzusprühen, die hier unten drin sitzt. Und zwar befindet die sich hier unten. Wo ist es da, wo mein Finger jetzt hin zeigt? Geht die Tachowelle durch. Und den Gummifroms, der sitzt sehr, sehr fest über die Zeit. Deswegen nehmen wir jetzt ein bisschen Sprühöl, sprühen die mal so einen kleinen Schluck rauf, ganz wenig. Und drehen das schon mal ein bisschen, dass dieser Gummifroms dann hier rauskommen kann. Ja, wie ihr seht, sitzt fest, obwohl ich das letztens erst gemacht habe. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ein bisschen drehen hilft auch immer. Jetzt habe ich ihn. So, dann kann man den schon mal rausziehen und lösen. Dann ist der nämlich schon mal lose. Das heißt, wir haben jetzt hier autoseitig schon alles vorbereitet. Und jetzt gehen wir zum Motor. So, wenn ihr jetzt hier die Tachowelle ausbauen wollt, passt ein bisschen auf. Wenn ihr gerade gefahren seid, das ist verdammt heiß immer. Und ich bin leider gerade gefahren, deswegen ist es hier alles sehr, sehr heiß noch. Aber an sich befindet sich die Tachowelle hier hinten drinne. Da wo ich da hinleuchte mit der schwarzen Klammer da unten, die Tachowelle steckt im Getriebe drinne. Und die müssen wir jetzt da mit der Klammer lösen und rausziehen. Und man kann aber schon mal vorbereiten und gucken. Die geht nämlich hier oben lang, geht dann halt von da hier nach unten. Für Leute, die ABS haben, empfehle ich immer, macht euch den Stecker hier oben ab. Nicht abbrechen vor allem. Aua, das heißt, macht euch den Stecker ab, so. Dann könnt ihr die nämlich dann da schon mal so ein bisschen gleich besser rausbekommen. Gegebenenfalls müsst ihr vielleicht noch ein anderes Kabel abmachen. Das kommt immer darauf an, wie die bei euch verlegt ist oder wer da schon mal dran war.
Okay, da würde ich sagen, wir bauen jetzt zusammen die Tachowelle aus. Ich kann euch immer empfehlen, nimmt Handschuhe, das ist alles sehr scharfkantig da drinne. Genau, und generell, noch mal kurz zu sagen, diese Tachowellen haben leider immer ein Problem beim Ausbau. Und zwar sitzen die, falls die noch nie draus waren, verdammt fest da unten im Getriebe drinne. Jetzt kann man schon davor mal schön mit Sprühöl oder Rostlöser das immer einsprühen. Ich zeige euch auch noch mal gleich in der Nahaufnahme, wo ich das meine. Und dann muss man wirklich vorsichtig gucken, dass man die rausgezogen bekommt, weil wenn ihr zu dolle zieht, reißt es ab und das Metallstück von der Tachowelle bleibt im Getriebe. Das ist leider mal ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, das klappt bei euch. Wir bauen die jetzt mal aus. Ich greife jetzt hier mal unten rein, ohne mir weh zu tun, und drücke die Klammer zusammen und dann ziehe ich die Tachowelle langsam raus und dann kann ich sie erstmal hier so ablegen. So, jetzt ist auf jeden Fall schon mal einfacher, wenn wir auch die Klammer abmachen. So, die Klammer einfach abdrücken. So, die kann weg. So, und dann fädeln wir die hier vorsichtig raus. Guckt, dass ihr die nicht so knickt, sonst gehen die euch kaputt. So, und dann kann man die jetzt erstmal hier so hinlegen, beziehungsweise unter der Domstrebe so. Dann liegt die jetzt hier erstmal so frei und dann kann man sie auch ganz einfach jetzt vom Innenraum rausziehen. Gegebenenfalls muss die noch jemand ein bisschen führen. So, und dann ziehen wir jetzt vorsichtig die Tachowelle hier mal raus. Muss gucken, dass sich hier an den Kabeln nichts verfängt. So, aber dann, wie ein Wunder, haben wir jetzt unsere Tachowelle ausgebaut. Können uns dann auch gleich die neue nehmen. So, und bei der neuen, ne, ihr könnt sie einfach so nehmen, wie sie ist, direkt aus dem Karton. Guckt, dass ihr die jetzt wieder richtig einfädelt. Wir gehen dazu einfach hier erstmal in die Öffnung durch. Guckt, dass sie keine Kabel einklemmt. So, und dann müssen wir jetzt hier nach unten und schieben die schon mal in das Loch rein. Dann hier oben mit dem Gummi nachfädeln. Wenn es jetzt schon manchmal klemmt, dann müsst ihr in den Motorraum gucken. Genau, weil die Tachowelle ist jetzt hier schon da, aber klemmt. Es macht sich mit einer zweiten Person besser. So, wir müssen ja so ein bisschen hochziehen. Jetzt klemmt der Gummi, dann müssen wir wieder nach drinnen gehen. So, jetzt natürlich müsst ihr aufpassen, dass dieser Gummifroms, dass der natürlich mit nach unten muss. Da müssen wir natürlich darauf achten, dass der hier mit nach unten kommt. So, und dann können wir die jetzt erstmal so hängen lassen. Und wir gehen jetzt zu dem Motorraum nochmal, weil die Tachowelle muss natürlich woanders lang. Ich schiebe die jetzt nochmal ein Stück zurück. Weil jetzt ist wichtig, nicht knicken, aufpassen. Wenn ihr die knickt, macht ihr sie kaputt. Also ein bisschen ist okay, aber nicht zu viel. So, wir ziehen uns die jetzt erstmal vor. So, haben wir die Tachowelle hier. Dann muss die jetzt unter die Zündspule durch. So. Hier drunter. Dass die dann hier oben lang geht. Ups, und ziehen die hier durch. So, wenn wir die jetzt hier hinten haben, müsst ihr ein bisschen gucken, wie ihr die am besten verlegt, dass es nicht auf Spannung ist. Es kommt immer darauf an, wie die Kühlerschläuche hier auch angeordnet sind. So ein bisschen tatsächlich. So, aber jetzt kommt erstmal die neue Klammer rauf. Kappe kommt gleich ab. Stecken uns hier die Klammer rauf. So, einfach einrasten lassen, bewegen. Kappe ab, ist schon alles gefettet. Und jetzt müsst ihr dann da unten, da ist der Anschluss für die Tachowelle. Und ihr müsst auch schauen, dass ihr diese Hülse da drin habt. Die sind in der Regel so weiß, gelblich. Hier ist schon eine neue drin, deswegen ist die schwarz. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr die auch bei uns bestellen. Oder ihr bestellt die bei der Tachowelle gleich mit, weil sonst hält die Tachowelle da nicht. So, dann jetzt fädeln wir uns hier einfach nach unten. Und ich sehe gerade, ich habe es falsch verlegt. Super.
Die muss nämlich, bei mir ist es nämlich so, dass die unten drunter muss, zwischen meinen Kühlerschläuchen. Bei euch wahrscheinlich auch. Aber wie gesagt, das muss man immer ein bisschen gucken. So, und dann da unten reinstecken. So, die ist jetzt noch nicht ganz drin. Ich muss die hier oben nochmal nachfädeln. So. Die Klammer ein bisschen zusammendrücken. Und dann reinstecken. So, und dann auch gucken, ob es fest ist. So, war jetzt noch nicht fest. Manchmal merkt man das nämlich nicht. Deswegen immer schön ziehen. Meine muss noch ein Stück tiefer. Okay. Jetzt ist es drin. Ja, jetzt geht auch nichts mehr raus. Also wie gesagt, man kann es schon so oft gemacht haben und trotzdem muss man es immer kontrollieren. So, und dann sieht es so aus. Dass man die hier oben ein bisschen vernünftig hinlegt. Die Tachowelle ist eigentlich so, dass die, wenn man jetzt hier diesen Bremsflüssigkeitsbehälter hat, man kann sie hier so oben liegen lassen, aber man kann sie jetzt hier unten auch so reinstecken. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe sie auch ganz gerne so. Dann ist sie nicht so geknickt. Stecker hier wieder rauf. So, und jetzt zum Tacho. Da gibt sich dann die Länge hier oben auch schon. Biegen wir uns hier so ein bisschen hier rein. Also ich habe es jetzt schon eingefädelt. So, und dann einfach hochdrücken und ein bisschen wackeln. Und dann Klick. Das war es dann eigentlich schon. Jetzt noch den Stecker verbinden. Den könnt ihr nicht verpolen, der passt nur auf einer Stellung. So, gucken, ob es hält. Hält. Dann Zündung mal anschalten. Lampen sind an. Und ich rolle jetzt mal kurz das Auto ein Stück nach hinten. Und dann gucken wir, ob die Lampe blinkt. Okay, nach getaner Arbeit, wenn jetzt die Tachowelle blinkt und funktioniert, Zündung wieder ausschalten. Und dann versteuert ihr die Kabel hier noch ein bisschen schön, drückt die wieder rein, macht die vielleicht mit Kabelbinder fest. Und dann kommt jetzt hier die Klappe wieder rauf mit den 3 Schrauben. Und dann seid ihr fertig. Ihr könnt nochmal im Motorraum kontrollieren, ob die auch noch gut sitzt. Denkt auch daran, hier unten diesen Gummifroms natürlich wieder einzufädeln. Den wir natürlich auch beim Ausbau ausgezogen haben, der da so ein bisschen geklemmt hat. Den müsst ihr jetzt natürlich wieder reinstecken. Vielleicht noch mal ein bisschen Sprühöl ranmachen. Genau, vergesst das nicht. Und wenn ihr noch Fragen habt oder da irgendwas ist, dann könnt ihr euch einfach jederzeit gerne bei uns melden.